So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game für die Unreal Engine 5, in meinem Fall 5.5. Im vergangenen Abschnitt haben wir eine sogenannte Teleport-Zone eingerichtet, dass unser Player praktisch den 2- oder 3D-Raum nicht einfach verlassen kann, zum Beispiel unter Wasser weiterlaufen, und wir haben zusätzlich noch sogenannte Blocking-Volumes mit integriert, damit wir nicht aus dem 3D-Raum auch nicht mit Gravity Boost wieder in den 2D-Raum springen können und so cheaten, um dann eben in 3D im 2D weiterlaufen zu können. Ich kann das Ganze nochmal schnell zeigen. Das heißt, wenn wir jetzt hier ins Wasser fallen, fallen wir automatisch in diese Blocking-Geschichte mit hinein. Dann flackern wir kurz auf im alten Arcade-Stil, das habe ich mir so eingebildet. Und wenn wir jetzt hier rüberlaufen, das bedeutet, wir können hier sozusagen auch in den 3D-Raum ja mal reinwechseln und dann dementsprechend verhindern diese sogenannten Blocking-Volumes, dass wir hier wieder rüberspringen, und dann fallen wir automatisch wieder in unsere Teleport-Zone hinein. So, hier drüben haben wir vor einiger Zeit auch die Geschichten implementiert mit unserem BP Switch 2D Boom, wo wir dann umschalten von 90 Grad auf 135, und da gibt es jetzt noch ein kleines Problem, das möchte ich jetzt korrigieren. Man sieht es, wenn ich jetzt hier springe, dann wird das Ganze nicht erzwungen, und das liegt einfach daran, dass die Geschichten nicht hoch genug sind von der Collision Box. So, und dann selektieren wir uns einfach mal so einen BP Switch 2D Boom an, oder wir suchen uns hier über Blueprints und dann 2D 3 Switches, aber man kann hier ganz bequem im Outliner die BP Switch 2D anselektieren. So, und dann schauen wir einfach auf den Viewport, wir gehen bei Components auf Box, hier oben auf Skalieren, und dann ziehen wir das Ganze einfach mal schön groß auf, sodass wir auch nicht mit dem Gravity Boost drüber können. So, ich mache es jetzt mal ungefähr so, ich hoffe, das reicht. Das ist auch wieder so ein Trial-and-Error-Verfahren, und dementsprechend einfach mal auf Compile. So, dann gehen wir auf unseren Level, dann schauen wir uns das Ganze an. Jetzt selektiere ich gleich mal mit der Shift-Taste, linke Maustaste, das zweite mit dazu, und dann ziehe ich die beiden so hoch, dass sie aber immer noch ein wenig im Steg stecken bleiben. So, jetzt vergleiche ich es mal zu den anderen, die sind ein bisschen höher, diese Rückführungen in den 2D-Raum, das heißt, ich werde sie noch ein bisschen höher ziehen, das heißt, sicher, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, wenn die ein bisschen zu hoch sind von der Skalierung. So, und dann gehen wir nochmal zurück, die sind noch beide selektiert, das heißt, ich schiebe die hier nochmal so rein, und dadurch habe ich das Ganze dann auch abgeriegelt. Gut, ist etwas übertrieben jetzt, aber ich denke, da kommt man jetzt mit dem Gravity Boost sicher nicht mehr drüber. Ich versuche es jetzt einfach mal, ich laufe jetzt, nehme mal ein bisschen Power, dann drücke ich mal die 2 und dann springe ich. Nee, da wird nichts mehr passieren an dieser Stelle. Da schalten wir dann automatisch wieder zurück auf diese sogenannten 90 Grad. Ich kann es nochmal zeigen. Wir waren ja in unserem BP Switch 2D Boom, und da haben wir eine Variable, eine Public Variable Boom Rotation eingeführt, und die wird dann sozusagen, wenn ich jetzt eins von diesen beiden Switches anklicke, ich nehme jetzt mal den rechten, dann haben wir hier stehen unter Default, also unter Details, Default Boom Rotation 135, und wenn wir wieder zurückkommen, dann haben wir hier wieder die Standard 90 Grad, die wir zu Beginn ja haben, wenn wir auf unserer 500er Ebene so laufen wollen, dass wir unserem Player bei der Drehung ins Gesicht schauen. So, das war die eine Geschichte, und jetzt würde ich gerne noch ein Sword Pickup einführen, das heißt, wir werden den Player mit einem Schwert ausstatten, und dazu schauen wir einfach mal auf Blueprints, wir schauen auf Pickups, und wir haben hier ein sogenanntes Pickup Master. So, das Pickup Master, das macht lediglich aktuell eine Scene Root und eine Pickup Sphere. Wir können es uns im Viewport mal kurz angucken. Die ist ja auch später dann in den Child skalierbar, und im Endeffekt haben wir hier nur eine Routine eingeführt für Up und Down, dass das Ganze ein bisschen nach oben und unten schweben kann, falls gewünscht. Das heißt, das wird über ein Boolean Move Up Down Fragezeichen gesteuert. So, wir haben hier drin nicht zusätzlich noch ein Skeleton oder ein Static Mesh oder ein Niagara, weil wir ja nicht wissen, was das Child beinhaltet, und deswegen habe ich das hier einfach mal ausgeklammert, sodass wir die Childs bequem ergänzen können. So, gut, dann gehe ich nochmal zurück auf meine Level Map, und dann schauen wir uns einfach mal so ein Health Child an. Also wir klicken mal BP Health Child und werden jetzt einfach mal diesen Event-Graphen Revue passieren lassen. Wir haben hier ein Component Begin Overlap über unsere Pickup Sphere, die ja auch im Master sozusagen schon mit übergeben wird.
Und dann machen wir ja das intelligenterweise über ein Interface und zwar über unser BPI Pickup und nicht über einen regulären Cast. Das heißt, wir gehen hier über ActorHasTag und das Object Implement Interface BPI Pickup und dann können wir ganz bequem diese Sachen da in unserem BP Third Person Player über das Interface ansteuern und dann zerstören wir den Actor, weil er eben dann diese Hells ja auch dazu addiert bekommen hat. Gut, dann müssen wir an dieser Stelle, man kann sich schon denken, bevor wir das Ganze hier neu aufbauen, werden wir erst einmal im BPI Pickup was verändern. Das heißt, wir gehen auf unseren Level. Das BPI Pickup liegt bei mir im Ordner Pickups. Das klicke ich jetzt einfach mal doppelt und dann gehe ich hier oben auf Add. Wenn es bei dir hier drüben ist, dann musst du hier drüben eine neue Funktion anlegen. Ich muss hier drüben links machen und dann sage ich Function und diese Funktion, die nenne ich einfach mal Sword. So, Sword ist meine neue Funktion, die hat keine Input- und keine Output-Variablen. Das ist einfach meine BPI Pickup Sword Function ohne irgendwelche In- und Outputs. Gut, dann können wir das Ganze eigentlich schon wieder schließen und an der Stelle würde ich jetzt einfach, ich sage, wir bauen uns das schnell neu auf, bevor wir das so simpel durchkopieren, dass wir das Ganze eben auch sauber wieder drin haben. Gut, dann gehen wir rüber auf unser Level Map und dann machen wir hier einfach mal, wir auf unser Master gehen, dann können wir von unserem Master sozusagen ein Child erstellen, deswegen wir üben das einfach nochmal, weil wir werden das öfter so verwenden. Das heißt, rechte Maustaste, Create Child Blueprint Class und das wird mein BP Underscore und dann mache ich da einfach mal Pickup und dann Sword und dann Underscore Child. So, das ist mein BP Pickup Sword Child. Jetzt gehe ich einfach mal auf Save All und dann dementsprechend schieben wir das raus. Wir ziehen das direkt in die Pickups, weil das hat im Master Folder nichts verloren und dann machen wir hier ein Move hier. So, dann können wir wechseln auf Pickups und dann haben wir das Ganze hier auch schon integriert. Gut, das heißt Power Child, mein heißt jetzt Pickup Child, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache es heißt Child und wir wissen, dass es ein Kind von unserem Master ist. Gut, dann per Doppelklick können wir das Ganze dann auch öffnen und dann haben wir das Ganze sozusagen schon da. Dann gehen wir auf unseren Event Graph, das heißt, wir können uns von diesen Sachen hier auf jeden Fall schon mal trennen und dementsprechend werden wir dann einfach von der Pickup-Sphäre, dann rechte Maustaste, wir machen Add Event, dann On Component Begin Overlap oder eben auch wie üblich schon gesagt, wahlweise hier drüben unter Details gibt es auch die ganzen Events. So, man sieht an dem, den haben wir schon integriert, den können wir nicht zweimal implementieren. So, dann geht es jetzt von hier raus und zwar müssen wir dann ganz einfach wieder mal abfragen mit diesem ActorHasTag. Da geben wir einfach ein Hashtag und dann ActorHasTag. Was hat unser Actor für ein Tag? Unser Actor hat den Tag Player mit großem P. Da geben wir einen Player, das wissen wir ja schon auswendig und dann können wir das Ganze natürlich über eine Branch kontrollieren. So, dann haben wir hier eine Branch, eine if-Abfrage und dann gehen wir hier einfach mal rein. So, ActorHasTag, das haben wir dann auch schön stehen und jetzt ziehen wir nochmal raus beim Other Actor und dann kommt das übliche, das Object Implement Interface und an dieser Stelle suchen wir einfach nach unserem BPI und zwar BPI Pickup. So, dann wieder eine Branch, also B auf dem Keyboard, linke Maustaste, kürzen wir uns das Ganze ein wenig ab. Also wenn das True ist, wenn wir den Tag Player haben und gleichzeitig auch dieses Interface implementiert haben, dann dürften wir jetzt dieses Interface aufrufen. So, und das können wir gleich mal probieren. Das heißt, wir ziehen hier raus und geben einfach mal ein Sword und dann haben wir hier BPI Pickup Sword Message und dann wird das Ganze einfach übergeben und dann wie üblich, wenn wir das Schwert aufgesammelt haben, dann soll es ja unser Player auch in der Hand halten. Das heißt, das Pickup soll dann wieder destroyed werden. Dann geben wir hier einen Destroy Actor noch mit hinzu und damit wäre diese Geschichte schon mal abgeriegelt. Gut, jetzt müssen wir dem Ganzen natürlich noch ein Schwert hinzufügen und dementsprechend vielleicht einen Niagara-Effekt, damit das ein bisschen schöner aussieht und das erledigen wir jetzt einfach mal ganz simpel über den Viewport und man sieht jetzt auch, Unreal meckert, ich habe natürlich den Other Actor jetzt nicht mit dem Target verknüpft und dementsprechend nimmt Unreal aktuell an, dass dieser Other Actor, der hier im Overlap ist, dass der auch dieses BPI
implementiert hat. Das werden wir aber dann einfach, nachdem wir jetzt das Schwert integriert haben, werden wir das natürlich unserem Player, sozusagen unserem Third-Person-Player BP, dann mit hinzufügen, weil sonst würde das ja ins Leere laufen, weil dann hätten wir auch das Object Implement Interface nicht erfüllen und dann würden wir hier ja mit False rauskommen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach zuerst einmal dieses Pickup fertig. So, dann gehen wir mal auf Compile und auf Viewport. So, und jetzt haben wir wortwörtlich mal die Wahl der Waffen. Das bedeutet, je nachdem, was du für Waffen in deinem Projekt vorrätig hast, ich habe ja nur das, was ich bei mir jetzt aus FAB integriert habe. Das heißt, ich klinke jetzt erstmal diese Geschichte hier oben ein, sodass ich auch auf mein Level zurück kann. Und ich kann auch mal nachschauen unter Content, ich ziehe mir das mal größer. Das heißt, ich habe ja auch mein sogenanntes Pirate Girl mit drin und da war, glaube ich, so eine Schusswaffe dabei und dementsprechend auch eine Gun. Da habe ich jetzt ein Static Mesh Pistol und ein Static Mesh Sword. Könnte ich nehmen, das wäre jetzt ein Static Mesh. Du kannst natürlich auch Skeleton Meshes verwenden, weil Skeleton Meshes haben Bones, das ist natürlich auch hochinteressant, wenn man jetzt da zum Beispiel eine Kette nimmt, eine Chain, dann kann man da ein bisschen die Physik einschalten und dann tut das Ganze praktisch hin und her flattern. Das wäre mit einem sogenannten Static Mesh, was wir hier sehen, natürlich jetzt nicht möglich. Jetzt schaue ich mal nach, was ich sonst noch dabei habe, damit ich das Ganze auch ein bisschen erklären kann. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal das Word ein. Ich glaube, da waren noch welche dabei von diesen ganz komischen Angreifern da von meinen Enemies oder City of Brass, wie die heißen haben. Genau, und hier gibt es noch sozusagen ein Player Sword Mesh. Das ist jetzt in dem Fall ein sogenanntes Skeleton Mesh. Gut, dann habe ich hier noch meinen SKM Pirate in Belt. Das brauche ich natürlich an der Stelle hier nicht. Und hier wäre noch ein Pirate Static Mesh. Also ich schaue mir jetzt einfach auch mal mein Player Sword Mesh an. Du kannst natürlich jede Waffe nehmen, die du irgendwie vorrätig hast oder gekauft hast oder heruntergeladen hast, ganz klar. Jetzt vergleichen wir das Ganze nur mal. Das hier ist zum Beispiel schon mal sehr schön vorbereitet. Es hat hier praktisch am Bone 002 sogenannte Sockets. Da haben wir ein Trail End Socket, wir haben einen Trail Start Socket, wir hätten sogar einen Decal Socket vielleicht für Blutspritzer und wir müssen die explizit nicht nochmal neu bei unserem Static Mesh erstmal anlegen, weil hier sind sie zum Beispiel schon mal bei mir zumindest bei diesem Schwert integriert. Das bedeutet, wir haben dieses Schwert sowieso auf Collision, No Collision, weil wir wollen ja nicht mit den Gegnern kollidieren und auch nicht mit dem eigenen Player, sodass er sich da im Gesicht rumfuchtelt und dann von seinem eigenen Schwert verletzt wird. Das heißt, das Ganze wird praktisch über sogenannte Trace, also wir werden Sphere Trace machen, zum Beispiel bei Object, und da tracen wir einfach mal von hier nach hier. Das ist praktisch unsere Klinge und wenn in diesem Bereich dann ein Hit stattfindet, dann ist der Gegner oder sonstiges Objekt auch getroffen. Und um das geht es. Wenn wir jetzt mit diesem Static Mesh arbeiten oder du möchtest mit dem Static Mesh arbeiten, dann müsstest du jetzt hergehen und hier oben beim Socket Manager einfach einen neuen Socket anlegen. Das macht man also hier drüben dann mit Plus. Und dann könnten wir sagen, das wäre hier der Start zum Beispiel. Das ist unser Socket Start, steht auch schön da. Und diesen Socket Start, den schiebe ich jetzt mal rüber, weil hier beginnt meine Klinge. So würden wir das dann einfach erledigen und dann machen wir nochmal ein Plus und dann nennen wir den ganzen eben End. So, das wird unser Socket End und das kann man sich dann schon denken, der wird dann hier drüben am Ende der Klinge sein. So, das wären jetzt mal die Geschichten für Static Mesh, wo das Ganze noch nicht kombiniert ist. Wenn du jetzt ein Skeleton Mesh hast, wo es nicht drin ist, musst du es auch explizit selber anlegen. Also du hast jetzt die Qual der Wahl. Es funktioniert mit beiden, also ich werde jetzt den Degen da nicht unbedingt schwingen lassen. Also jetzt in diesem Tutorial auf jeden Fall mal nicht, aber das hängt davon ab, was du natürlich für Waffen einsetzen magst. Also das wäre der Weg für Static Mesh.
Und das können wir gleich mal speichern. Ich verwende aber an der Stelle jetzt einfach mal mein Players Word Mesh. Das hat das gleiche. Also wenn du das jetzt so machst, wie ich das gerade vorgemacht habe, funktioniert alles im nächsten Abschnitt auch, wenn wir uns mal um diese Melee-Attacke und diese Melee-Traces kümmern, damit das Ganze auch wirklich authentisch wirkt. Also entweder so oder nimmst du dann auch meinen Players Word Mesh, wo diese ganzen Sockets schon drin sind. Gut, dann gehe ich zurück einfach mal auf mein Pickups Word und je nachdem, was du jetzt verwendest, also ein Static Mesh oder ein Skeleton Mesh, also ich nehme jetzt unter Components Add einfach mal ein Skeleton Mesh und dementsprechend wird mir hier auch schon der Players Word Mesh vorgeschlagen und das lag jetzt daran, dass ich das hier drüben noch selektiert habe. Da habe ich den Vorteil, dass ich das Ganze dann praktisch hier drüben unter Mesh in Details nicht mehr zuordnen muss. So, jetzt wird das natürlich ein Pickup sein, das heißt, ich fahre ein bisschen ran und so lasse ich es nicht stehen. Jetzt schaue ich mir erstmal die Kollision an von der Geschichte, ich gehe gleich mal auf Call und da hätte ich gern unter Collision Presets ein No Collision, weil ich möchte ja nicht mit meinem Player oder sonstigen Sachen kollidieren, sondern lediglich einen Hit Trace später durchführen. So, und jetzt kannst du dir das so in das Pickup reinlegen, wie es dir gefällt. Ich würde sagen, ich lege es einfach mal so hoch und dann passen wir natürlich auf, dass wir hier die 10 Grad zumindest mal selektiert haben. Dann drehe ich es um 90 nach unten, dann sieht es schon mal so aus und ich würde sagen, für ein Pickup, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wir gehen auf den Level und jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt lösche ich erstmal meine Suchabfrage und dann gehe ich auf Blueprints und auf Pickups. Jetzt schaue ich mir einfach mal die Größenverhältnisse an. So, das bedeutet, ich ziehe mir da jetzt einfach mal eins rein. Das liegt dann auch irgendwo da. Wir haben ja die Default nicht eingeschalten. Sollte ich vielleicht tun. Dann tue ich es nochmal raus. Machen wir es sorgfältig. Sollte es auf der 500er liegen. Und dann dementsprechend wäre das jetzt hier mein Pickup. So, gut, dann wäre die Geschichte, man kann es so klein lassen, man kann es jetzt auch ein bisschen größer machen, dass es ein bisschen auffälliger wird. Also ich lösche es jetzt nochmal raus, weil an der Stelle möchte ich es nicht haben. Ich wollte ja aktuell mal nur den Größenvergleich. Das bedeutet, ich werde meins ein bisschen größer ziehen. Das ist aber einfach Geschmackssache, das kannst du machen, wie du magst. So, ich ziehe es jetzt so ein bisschen raus, dann kann es auch ein bisschen im Boden stecken und das wäre jetzt so an der Stelle mal meine Idee. Gut, dann würde ich das Ganze ein bisschen auffälliger gestalten. Das heißt, wir haben ja hier noch so schöne Niagara-Systeme mit drin. Und zwar, wie haben die jetzt geheißen? Ich glaube SA Pickup Set. Genau, die habe ich ja auch kostenlos von FAB. Und da habe ich meine FX und da gibt es die sogenannten Niagara Systems. Und da müssten wir jetzt einfach mal schauen, was dir oder mir gefällt. Ich denke mal, so ein Magic könnte ganz nett sein. Das Niagara System Magic. Schaue ich mal, ob ich da drüben im Compiling dann auch was sehe. Ja, das dreht sich doch schön oben. Würde ich sagen, nehme ich das. Ich trenne mich mal hier wieder von diesem Tab und dann dieses Mesh mache ich auch mal zu da und das da mache ich zu. Und dementsprechend wechsle ich dann rüber auf mein Schwert und dann gehe ich auf Add und dann gehe ich auf Niagara und dann kommt Niagara Partikelsystem Komponent und jetzt heißt es auch schon NSMagic 1, weil ich das Ganze hier drüben schon vorselektiert habe, wie zuvor schon beim Schwert einmal erwähnt. Gut, ansonsten einfach anselektieren, dann in Details und dann hier unter Niagara System Asset Niagara einfach suchen nach NSMagic 01. So, das Ganze werde ich jetzt ein bisschen oberhalb vom Schwert platzieren. Ich denke, das ist doch ganz süß. Dann weiß man, hier ist irgendwas Besonderes, was ich vielleicht dann erreichen muss und dementsprechend auch aufsammeln kann. So, dann würde ich jetzt einfach meine Pickup-Sphäre noch ein wenig größer machen von der Size her. Das heißt, ich ziehe die auch mal hier so ein bisschen nach oben, damit das schön groß wird und dann würde ich das Ganze so umschließen, dass ich nicht gar so nah ran muss, um das Objekt dann auch dementsprechend aufzusammeln. So, das wäre es jetzt schon mal an der Stelle mit dem Pickup. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf Compile und Save und dementsprechend rüber auf mein Level und trotz alledem möchte ich es natürlich mal anschauen. Das heißt, ich gehe auf Blueprint Pickups. Jetzt habe ich mein Default selektiert auf 500 und jetzt lege ich das Ganze einfach mal hier so rein.
So, das sieht doch schon mal ganz süß aus. Jetzt laufe ich da mal mit dem Player hin, um zu schauen, wie das Ganze so wirkt, ob die Größenordnung auch passt. Da ist jetzt das Auf und Ab zum Beispiel auch noch an. Und das bedeutet, das müssen wir natürlich hier noch in unserem Pickup Sword Child implementieren. Wir haben ja hier im Master, wie gesagt, haben wir die ganzen Sachen ja vorbereitet mit Move Up Down. Das ist praktisch die Parent-Variable und dann geht das in diese Timeline, die sich permanent wiederholt, über. So, dann haben wir natürlich unserer BP Health Child, haben wir natürlich eine Variable Up-Down mit integriert, ebenfalls bei der Power Child, und das Ganze haben wir hier im Construction Script dann noch ergänzt, falls wir das haben oder nicht haben wollen. Es ist ja hier bei unserem Master defaultmäßig jetzt mal auf True gestellt, man sieht es hier drüben rechts unter Details, das heißt jedes Child-Objekt geht automatisch nach oben und unten, und das werden wir jetzt einfach mal in unser Sword auch mit implementieren. Das heißt, wir benötigen an der Stelle eine Up-Down-Variable, das heißt, wir gehen auf BP Pickup Sword Child und dann machen wir ein Plus und dann nennen wir das Ganze Up-Down und dann Fragezeichen. So, das wäre ein Boolean und den machen wir an der Stelle jetzt erstmal public, damit wir das explizit auch in unserem Viewport für jedes einzelne Child definieren können. Und dann gehen wir natürlich auf Compile, wir gehen auf Construction Script und dann ziehen wir hier mal unsere Up-Down Public Variable heraus und hier müssen wir dann diese Move-Geschichte setzen, set move up and down Fragezeichen, und die setzen wir dann je nachdem, was dieser Wert sein soll. So, jetzt können wir uns entscheiden, soll das Schwert von Anfang an auf und ab gehen, ja, nein. Ich sage einfach mal nein, das heißt hier drüben unter Details bleibt mein Häkchen auf false, also wir werden es nicht anselektieren. So, gut, dann gehe ich nochmal zurück auf den Level und dann gehe ich nochmal auf Save und jetzt möchte ich nochmal sehen, ob ich das Ganze auch richtig aufsammeln kann. Das heißt, ich laufe hier einfach mal rein und wenn ich mein Schwert berühre, dann habe ich es aufgesammelt, aber natürlich hat es mein Player noch nicht in der Hand und darum werden wir uns jetzt gleich mal kümmern. Und dazu gehen wir auf Content, wir gehen auf unseren Third Person Folder und dann auf Blueprints und öffnen unseren BP Third Person, in meinem Fall die Piratin. So, an dieser Stelle gehe ich mal auf den Viewport, also ich benutze ja das Skeleton Mesh, du benutzt wahrscheinlich das gleiche oder eben ein Static Mesh, je nachdem musst du hier unter Components dann Add und dann einfach Skeletal oder Static Mesh eingeben. So, dann habe ich das da und dann würde ich einfach sagen, das ist mein Skeleton Mesh und zwar nenne ich jetzt einfach mal noch Sword. So, dann weiß ich, was es sein soll. Jetzt gehe ich mal auf Compile und jetzt muss ich mir das Schwert natürlich noch raussuchen. Und zwar heißt meins ja, glaube ich, Players Word. Das heißt, hier selektieren wir unter Components, dann gehe ich hier drüben unter Details, unter Mesh, Skeleton, Mesh Asset und jetzt gebe ich einfach mal ein Sword und dann wird es schon irgendwie auftauchen. Genau, das ist das Player Sword Mesh. Das ist das, was ich gerne hätte. So, jetzt sehen wir das zentriert in unserer sogenannten Root und dementsprechend werden wir das jetzt nicht in die Hand rutschen. Wir haben ja hier auch noch die Idle-Animation über unser Animation Blueprint. Das heißt, wir werden dieses Schwert zuerst einmal einem Bone zuordnen und zwar müssen wir an dieser Stelle jetzt erstmal schauen, was wir für Animationen haben. Ich hoffe, du hast bessere wie ich, weil ich habe ja die vom Viking auf meinen SK Money übertragen. Das heißt, ich gehe nochmal auf Content, auf Animation. Ich habe ja auch gesagt, dass es gibt sehr, sehr gute, günstige Angebote auf FAB für schöne Schwertkampfanimationen, weil ich denke, dass diese Viking-Geschichte nur eine Schwertattacke hat. Jetzt schaue ich mir die einfach alle nochmal an. Ich hoffe, du hast bessere. Ja, das ist natürlich jetzt ein Fausthieb an der Stelle. Dann habe ich hier bei Attack 2, das wäre eventuell ein Schwerthieb, das werde ich jetzt für meinen Schwerthieb benutzen, das heißt, ich habe einen einzigen Schwerthieb dabei, sehr traurig, aber wie gesagt, ich arbeite hier ja ausschließlich mit kostenlosen Assets und dann habe ich noch einen Fußtritt, das macht es natürlich später beim Hittrace nicht wirklich einfacher. Also wenn du mehrere Schwertattacken-Animationen zur Verfügung hast, dann kannst du da so viele einklinken, wie du magst, aber jetzt geht es in erster Linie mal darum, ob überhaupt eine dabei ist und wenn eine dabei ist, so wie bei mir, dann kann ich jetzt das Schwert schon mal beruhigt mal an meinen Player andocken, weil dann kann ich sagen, okay, das wird jetzt meine sogenannte Schwertattacke.
So, die Schwertattacke wird ausgeführt, man sieht es mit der rechten Hand und dementsprechend gehen wir hier drüben dann auf Skeleton Mesh Sword und dann gibt es hier unter Sockets, Parent Socket None und da werden wir jetzt einfach mal uns einen aussuchen und das können wir jetzt nicht. Warum nicht? Weil wir das Ganze nicht unterm Mesh eingeklinkt haben. So, wir ziehen uns das Skeleton Mesh Sword hier unter das Mesh. Und dann gehen wir nochmal sicherheitshalber auf Compile und Save. Save machen wir ja automatisch bei Save Compile on Success Only. Und dementsprechend können wir hier drüben jetzt uns einen Socket oder Bone aussuchen. Und ich nehme jetzt einfach mal die Hand und zwar die Hand rechts. So, und dann gebe ich ein Hand und dann nehme ich die Hand underscore R für Hand rechts. So, und jetzt sehen wir schon, das Ganze schwingt mit unserer Idle-Animation mit, liegt aber dementsprechend nicht in der Hand. So, dann würde ich gerne nochmal auf Mesh gehen, hier unter Components, zwischenzeitlich auf Compile und dann würde ich hier unter Animation Advanced, wenn es bei dir nicht aufgeklappt ist, bitte aufklappen und an der Stelle machen wir einfach mal Pause Animes. So, damit ist die Animation jetzt erstmal gestoppt und jetzt können wir hier ganz beruhigt mal versuchen, unser Schwert uns in die Hand zu legen. Das heißt, ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt keine 10 Grad eingestellt haben. Das heißt, ich gehe hier mal auf mein Schwert, drehe das mal so rein. Vielleicht ist es auch zu groß. Das kann natürlich auch noch sein. Ich finde schon, das ist ein bisschen riesig. Das heißt, ich werde es auch ein wenig kleiner machen. Das heißt, ich mache das mal ungefähr so und dann werden wir das ganz bequem hier mal so in die Hand reinlegen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine Futzelarbeit, dass das sauber aussieht. Ich werde es jetzt nicht hundertprozentig machen. Das kannst du dann in aller Ruhe noch sauber einstellen und ich habe ja nach dem Tutorial dann auch noch Zeit. So, meins liegt schon halbwegs in der Hand. Ich kann auch noch ein Stück nach oben gehen. So denke ich, schaut schon mal ganz gut aus. Hier oben mit der Kamerageschwindigkeit kann man natürlich immer ein Stückchen nach unten gehen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Feingefühl, um das Ganze hier so einzustellen. Das heißt, ich gehe hier nochmal rüber, dann muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen runter und das Ganze so versuchen unter den Finger zu schieben, sodass es da drüben nicht wirklich raussieht. Und dann kommt es auch darauf an, wie das Ganze dann auch eingesetzt wird. Das kann sein, dass wir das vielleicht ein bisschen steiler machen müssen. Hier mal auf Compile gehe und dann auf Mesh, genau, und dann mache ich hier dieses Pause Anime raus. Und dann sehe ich schon, ich habe mein Schwert hier in der Hand. Falls dieses Skeleton Mesh eigene Animationen hätte, was ja sein kann als Waffe, hast du natürlich hier auch die Möglichkeit mit diesem Pause Anime zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt hier einfach mal lediglich ein Schwert her. So, jetzt wäre es natürlich an der Stelle mal interessant, wie das aussieht bei dem Zuschlagen an der Stelle. Aber wir haben hier drin ja ein kleines Problem, weil wenn ich hier den Animation Blueprint abschalte mit Use Animation Asset, habe ich hier eigentlich lediglich den Jog Forward. Und da sieht man jetzt schon, dass das mit dem Pirate Girl sozusagen verknüpft ist. Sie hat das Schwert jetzt auch ein bisschen in ihrem Hut mit drin. Das bedeutet, hier können wir schon mal klar ein paar kleine Änderungen vornehmen, aber wir haben hier nicht die Viking-Animationen zur Auswahl, weil wir die ja nur adaptiert haben, dann als Animation-Montage über unseren Default-Slot. Ich zeige das nachher nochmal. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal versuchen, dass ich das Schwert ein bisschen nach unten schiebe, also so viel ist auf jeden Fall schon mal klar. So, dann kann ich natürlich jetzt hier wieder sagen Pause, aber dann habe ich das Ganze natürlich so stehen, aber das ist auch nicht so dramatisch, weil dann kann ich das auch verändern, während es durch den Hut durchgeht. Das bedeutet, ich werde das Ganze vielleicht ein bisschen nach außen schieben. Jetzt habe ich hier schon wieder die 10 Grad mit drin und eventuell vielleicht auch ein bisschen so nach vorne, sodass das Ganze dann nicht unbedingt durch den Hut durchgeht. So, der Hut ist natürlich sehr, sehr groß. Das heißt, ich schiebe das vielleicht noch ein Stückchen vor, noch ein Stück nach draußen und dann können wir wieder mit diesen sogenannten Pause Animes natürlich im Mesh arbeiten. Das heißt, hier drüben nehme ich es wieder raus und jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Jetzt laufe ich mal so und ja, ich würde sagen, jetzt testen wir einfach mal aus, wie die Attack-Animation dann so ankommt. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf Compile. Wir schalten hier drüben wieder oben auf unser Animation Blueprint. Wir sind ja beim Money und jetzt hängt das Ganze natürlich ein bisschen lose umeinander. Das bedeutet, ich werde das auch in der Animationsgeschichte einfach ein bisschen nach oben und nach drüben fahren, ein bisschen runter.
Dann schaue ich mir das an. Aber wie gesagt, das exakte Hinrutschen, das ist jetzt nicht Teil dieses Abschnitts. Das müssen wir uns dann später ausdenken. Das war jetzt nur mit der Jog Forward mit dem riesen Hut, aber dann wird vielleicht die Attack-Animation wieder etwas seltsam ausschauen, aber da kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. So, jetzt haben wir ein Schwert in der Hand, das haben wir automatisch in der Hand, das heißt, wir können eigentlich gleich mal auf Play gehen und jetzt sehen wir auch schon, dass unser Player damit läuft und springt und mit der Taste C können wir crouchen, das sieht ja schon mal bedrohlich aus, wenn das Schwert so nach oben gehalten wird und des Weiteren können wir laufen und springen. So, und um die Attack-Geschichte auszuprobieren, benötigen wir natürlich wieder mal eine Input-Action, eine Enhanced Input-Action, das heißt, ich trenne mich jetzt erstmal von ein paar Tabs hier oben. Das Health mache ich auch mal zu, den Pickup Master, den Third Person, den lassen wir natürlich noch stehen, den Switch kann ich mal zumachen und mein Pickup Sword Child lasse ich sicherheitshalber mal auf. So, dann gehen wir auf unseren Level und wie du dich erinnern kannst, unter Third Person gibt es einen Ordner Input und da drin liegen die sogenannten Input Actions. So, da haben wir auch schon einen Crouch mit hinzugefügt und den Gravity Boost und so weiter und so fort und da benötigen wir jetzt einfach noch einen zusätzlichen für Attack. So, rechte Maustaste, Input, Input Action und den nennen wir einfach mal IA underscore und Attack. So, das wird unser IA Attack, da müssen wir nichts tun, lediglich mal zwischenspeichern zur Sicherheit und dann gehen wir rüber auf unser IMC Default und hier drin werden wir dann zusätzlich noch diesen IA Attack mit integrieren. Das heißt, ich klappe jetzt hier einfach mal zu, gehe hier oben auf Plus bei Mappings. Jetzt klappt das mir wieder freundlicherweise auf, ist auch in Ordnung. Und dann suche ich mir ganz unten bei None einfach mal meinen IA Attack raus. Da habe ich ihn auch schon. Und wenn ich den jetzt hier an dem Pfeil aufklappe, dann möchte ich da einfach sagen, gut, jetzt gehen wir mal hier rein und dann sage ich einfach Left Mouse Button. Das heißt, wenn wir das hier praktisch orange färben, dann den linken Mausbutton klicken, dann ersparen wir uns das Durchhangeln über Maus und so weiter. Einfach nur mit der linken klicken und dann ist das schon von vornherein drin, genauso wie mit den Zahlen und den Buchstaben zuvor. So, hier müssen wir auch lediglich mal speichern und dann können wir das Ganze hier schon mal beruhigt schließen. So, jetzt sind wir in unserem BP Third Person Character, jetzt gehen wir auf den Event Graph und jetzt müssen wir uns natürlich noch eine Geschichte suchen, einen schönen Platz. Ich würde sagen, das machen wir bei den Enhanced Input, da haben wir Crouch und da haben wir den Speed Boost, da haben wir unsere ganze Steuerung mit drin. An der Stelle haben wir unseren Pseudo-Umschalter mit M, den werden wir dann irgendwann auch mal wieder entfernen. Das bedeutet, ich würde sagen, wir schieben das Ganze hier einfach mal nach oben, wir selektieren, dann wird das Ganze einfach mal ein bisschen höher geschoben und das Ganze machen wir dann auch noch mit dem Event Begin Play, sodass wir das ein bisschen nach oben haben und ein bisschen Platz mit drin. So, und dann geben wir einfach ein, rechte Maustaste, IA Attack und dann kommt unser Enhanced Action Events und da haben wir den IA Attack und da ist er auch schon und den können wir hier gleich mal aufklappen. Es gibt ein Triggered und Started, wir werden das bei Started erledigen und an der Stelle wollen wir dann eine Animation Montage spielen, damit wir einfach mal sehen, wie das jetzt aussieht mit dem Hinrutschen und was da noch to do ist. Und da ziehe ich jetzt einfach mal raus und sage einfach mal Play Montage und da haben wir das auch schon. Und jetzt brauchen wir natürlich an der Stelle auch die Montage von unseren Attack-Animationen. Das heißt, wir müssen das Ganze wieder konvertieren. Wir gehen zurück auf Content, auf Animation, haben wir auch schon öfter gemacht. Die Attack 1 haben wir schon mal zum Spaß umgewandelt, weil wir das in einem vorigen Tutorial einmal ausprobiert haben. Die benötige ich an der Stelle nicht mehr, diese Montage. Aber die zwei, die wandle ich gleich beide um und zwar selektiere ich die. Wenn du mehr hast, kannst du alle gleichzeitig selektieren, rechte Maustaste und dann einfach Create Anim Montage und da haben wir sie dann auch schon. So, ich benötige jetzt die Attack 2, das ist meine einzige, die praktisch sozusagen so tut, als hätte sie ein Schwert in der Hand und dementsprechend lasse ich die gleich mal hier selektiert, dann tue ich mich leichter, wechsle auf meinen BP Third Person Character Event Graph und hier mit dem Pfeil nach links kann ich die Montage dann einfach gleich mal
einspielen. So, warum machen wir eine Montage? Weil eben ausschließlich mit einem Animation Blueprint eine Montage funktioniert. Und das können wir uns nochmal anschauen, indem wir auf Mesh gehen und dementsprechend hier drüben haben wir ja die Animation Klasse ABP Money, und wenn wir dann hier sozusagen mal auf das Suchen gehen und dann dementsprechend öffnen wir die ganze Geschichte mal, dann sehen wir hier sozusagen, wenn wir hier drüben auf Animgraph gehen, dass das Ganze in diesen sogenannten Default Slot geht und von da aus wieder weiter ins Control Rig und dann in die Output Pose. Und dieser Default Slot, der erlaubt sozusagen diese Animationsmontagen. Deswegen ist es absolut notwendig, hier mit Montagen zu arbeiten, obwohl wir eigentlich gar keine Montage machen. Wir verwandeln einfach die Animation, wie sie ist, und machen einfach eine Montage draus. Aber man könnte auch verschiedene Animationen ja in eine Montage packen, aber das ist hier an der Stelle jetzt mal nicht notwendig. So, dann zurück auf unser BP Third Person Character, weil eine Sache fehlt noch, du wirst es dir schon denken. Wir haben natürlich die Pin-in-Skeleton-Mesh-Komponente noch nicht bedient. Das heißt, wir werden hier das Mesh rausziehen und dementsprechend die Mesh diese Anim Viking Attack 02 Montage zuweisen, die ja dann über den Default Slot im ABP Money sozusagen abgewickelt wird. So, okay, dann gehen wir hier mal auf Compile und dann werden wir einfach mal auf den Level gehen und das Ganze testen. Das heißt, ich laufe jetzt los. Ich habe ja mein Schwert schon in der Hand. Genau, und dann kann ich hier schon mal sauber zuschlagen. Wer das genauer überprüfen möchte, der sollte natürlich beim BP Third Person Character mal auf den Camera Boom gehen und Target Arm Lengths, merken wir uns mal die 550, machen wir mal 300 draus, dass wir da ein bisschen näher dran sind. Dann kannst du dann später noch bei deiner Feinjustierung, je nach Waffe, die du da verwendet hast. Das ist natürlich immer der erste Klick, aber man sieht jetzt, wir schalten dann viel zu spät auch wieder zurück und so weiter und wir bleiben so am Boden kleben. Das liegt noch an unserem Control Rig. Das werden wir dann später im nächsten Abschnitt noch sauber einstellen. Aber so insgesamt bin ich schon mal ganz zufrieden. Wir können natürlich noch nichts töten und gar nichts und es sieht zumindest schon mal aus wie so ein Hieb mit diesem Säbel. Gut, das wäre jetzt an der Stelle mal die Geschichte, aber wir haben ja zuvor unser Pickup erstellt und das bedeutet jetzt für uns, dass wir das Pickup natürlich erstmal nehmen müssen, bevor wir überhaupt diesen Säbel oder dieses Schwert in der Hand haben können. Und dazu trenne ich mich erstmal von diesem Tab hier oben und jetzt gehe ich auf meinen BP Third Person Character. So, dann gehen wir einfach mal auf den Viewport zum Spaß, damit wir alles auch sehen. Und dann gehen wir auf unser Sword, auf unser Skeleton Mesh und wir geben unter Details hier oben rechts Visibility oder Visible ein und unter Rendering schalten wir Visible zuerst einmal auf False. So, damit täuschen wir vor, dass wir das Schwert sozusagen nicht in der Hand haben und dementsprechend ist alles so wie es war. Das heißt, wir laufen los und wir können zwar zuschlagen, das müssen wir natürlich dann noch abfangen mit einem Boolean, das werden wir auch gleich tun, aber im Endeffekt haben wir es noch nicht eingesammelt. So, gut, und um das zu erledigen, müssen wir uns jetzt mal dem BPI da sozusagen wieder widmen. Da haben wir noch eine Funktion Schwert mit drin und dazu müssen wir wechseln auf unseren BP Third Person Character und wir gehen jetzt mal auf den Event Graph. So, um unseren Event Sword einmal ansprechen zu können, benötigen wir an allererster Stelle mal das BPI, wie schon erwähnt. Wir gehen auf Class Settings, wir trennen uns von dem Visible und dann werde ich jetzt hier einfach mal Expand All Categories auswählen und dann haben wir hier unten unter Implemented Interface, da haben wir ja schon ein paar mit drin. Das Pickup haben wir sowieso schon da, wie wir sehen, das heißt praktisch, wir müssen hier nichts mehr tun, die verwenden wir ja schon für den Power und für die Health und dann können wir beruhigt hier oben wieder auf Class Settings gehen. So, dann sollten wir hier unter Interfaces auch unser Sword mit drin haben und jetzt benötigen wir einfach mal eine Stelle, wo das Ganze gut reinpasst. Das bedeutet, wir haben ja hier unsere Speed Boosts mit dabei, unsere Add Health Interface, Add Power Interface. Ja, ich würde sagen, da wird es ganz gut hinpassen und vielleicht machen wir es hier einfach mal daneben und auch in dieser rötlichen Farbe, dass es so dazugehört. Gut, dann können wir das hier einfach per Doppelklick einfach mal reinziehen. Das heißt, das taucht jetzt mal hier unten auf und das bedeutet für mich, ich
schiebe mir das einfach mal ganz gemütlich hier hoch, so dass ich das hier in der Nähe habe von den anderen Interfaces, die ebenfalls ja mein BPI Pickup verwenden. So, dann habe ich hier mein Events Board. Wir sprechen den ja an hier drüben über unser Pickups Word Child, über unseren Overlap hier von der Pickup Sphere, und da geht es dann rüber sozusagen in unser BPI, und jede Klasse, also jedes Blueprint zum Beispiel, was dieses Interface implementiert hat, kann sich auch dann diesem Events Board bedienen. So, und jetzt müssen wir natürlich an der Stelle einfach mal das Schwert, das wir zuvor auf unsichtbar, auf Visible False geschalten haben, wieder einschalten. Das heißt, wir nehmen das Schwert mal raus und sagen einfach mal Set Visibility. Und da gibt es hier unter Rendering Set Visibility, und dann werden wir das Ganze einfach mal auf sichtbar schalten. So, jetzt möchte ich natürlich noch, dass man nicht zuschlagen kann, wenn man kein Schwert hat. Das heißt, wir werden hier mal auf Compile gehen. Wir gehen bei Variable auf Plus und die nennen wir einfach mal has Sword, Fragezeichen. So, hast du das Schwert? Ja, nein. Und diese Variable, die setzen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal auf True, und damit ist das abgeriegelt, dass wir jetzt ein Schwert haben oder nicht. Gut, natürlich müssen wir das Ganze noch implementieren dann in unseren IA-Attack, aber ich würde sagen, jetzt legen wir hier erstmal ein Comment rum, also einzäumen und dann die Taste C, und dann nennen wir das Ganze mal Player has Sword. So. Gut, dann werde ich hier noch meine Farbe auswählen. Ich hoffe, ich habe die noch mit dabei. Ja, hier ist sie auch. Man kann die ja so zwischenspeichern, indem man die hier einfach so hochzieht. Und dementsprechend sage ich dann OK. Und dadurch wäre das Ganze schon mal sauber und abgeriegelt. So, dann gehen wir wieder hoch zu unserer Enhanced Input Attack Geschichte, und das darf natürlich nur passieren, und ich würde sagen, wir gehen vom Triggered aus. Wir wollen ja später eine Melee-Attacke, also ich gehe einfach mal beim Triggered raus. Dann machen wir hier einen Branch rein, und zwar fragen wir hier einfach mal ganz schlicht ab, hast du das Schwert, dann darfst du auch diese Attack-Montage ausführen, und wenn das Ganze true ist, dann spielen wir das Ganze dann auch ab. So, gut, an dieser Stelle würde ich sagen, werde ich dem Ganzen auch mal wieder irgendeine Farbe mitgeben. Das heißt, das eine war schon fast dabei. Ich mache das jetzt einfach mal so, und dementsprechend gebe ich dem dann auch so ein Lila, so wie wir das hier mit dem Crouch gemacht haben zum Beispiel. Das heißt, ich gehe wieder auf die Color, dann mache ich auch so eine Lila dazu. Ich rutsche mir das ein bisschen hoch, und dann sagen wir einfach mal IA Attack. So, das ist meine Input Action Attack, das ist soweit klar, und die wird ausgelöst. Man kann es auch noch mit dazu schreiben, dass man einfach sagt LM für Left Mouse Button, damit das Ganze dann auch klar ist. So, gut, an dieser Stelle wäre das dann soweit. Das heißt, wenn wir uns jetzt unser Schwert einsammeln, das heißt, ich laufe jetzt erst einmal los auf Play, und jetzt drücke ich mal die Left Mouse Button, da geht natürlich nichts, weil wir kein Schwert haben, und hier drüben liegt es, jetzt habe ich es eingesammelt, jetzt habe ich es in der Hand, und jetzt ist es so, wenn wir natürlich öfter klicken, dann zucken wir, aber wie gesagt, das werden wir im nächsten Abschnitt dann mit einem Melee noch regeln, und wenn wir jetzt laufen und schlagen, dann sehen wir, dass wir da uns immer noch bewegen, und das werden wir jetzt einfach noch ganz simpel abschalten. Das liegt nämlich an der sogenannten Root Motion, die ist anscheinend disabled bei meiner Animation. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal auf Content Animations, und wir verwenden ja die Anim Viking Attack 2, von der wir ja eine Montage machen. Das heißt, wenn wir das in der Original-Ursprungsanimation ändern, wird es automatisch in der Montage hier drüben verwendet. Das heißt, wir klicken hier mal auf Anim Viking Attack 2. Zumindest bei mir ist es die, du kannst natürlich deine eigenen verwenden, und dann Asset Details. So, und jetzt sollte es hier unten einen Knopf geben, der bedeutet Unable Root Motion. Genau, hier ist er auch schon. Dann werden wir hier ein Häkchen setzen, und wir machen sogar noch ein Force Root Lock mit rein. Das kann ja nie schaden. So, jetzt an dieser Stelle dann einfach mal auf Speichern, und wenn wir jetzt nochmal auf Play gehen und uns das Schwert einfach mal holen, dann werden wir sehen, dass wir an der Stelle, wenn wir einmal nur klicken, dass wir auch schön sauber stehen bleiben. So, wenn wir öfter klicken, ganz klar, wird ja dieser IA-Attack öfter ausgelöst, aber wie gesagt, das regeln wir dann im nächsten Abschnitt. So, das war jetzt an der Stelle schon mal die Geschichte.
Und jetzt werde ich wieder auf meinem BP Third Person Character meinen Spring Arm, meinen Camera Boom wieder auf meine 550 umschalten. Du kannst es natürlich so handhaben, wie du das gerne hättest. Und jetzt werde ich einfach mal mein Schwert hier an dieser Stelle mit entfernen, sozusagen löschen, und dann werde ich es da platzieren, wo ich es gerne hin hätte. Und zwar hätte ich es gern an dieser Stelle. Das heißt, ich gehe auf Content, Blueprints, Pickups. Und jetzt werde ich mein Default hier oben deselektieren, weil sonst laufe ich hier auf meiner 500er Lauflinie, und jetzt kann ich es praktisch frei mal hier so platzieren. So, dann möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt freundliche Gegner, das heißt, ich lasse mal einen freundlichen da, der mich nicht attackieren kann, und dann werde ich einfach unter Content auf Enemies gehen und dann gehe ich auf Monster und auf Blueprints und dann suche ich mir mal einen aus, der mir auch ein bisschen Schaden zufügen kann, zum Beispiel dieser hier, und den lasse ich dann hier so laufen. So, der ist natürlich jetzt in meiner 3D-Ebene, das ist natürlich, da hatten wir noch ein kleines Problem, glaube ich, mit dem Find Look at Rotation, das werden wir jetzt gleich mal feststellen. So, zwischenzeitlich einfach mal auf File, Save All, und jetzt werden wir einfach mal beginnen, das Ganze nochmal durchzuspielen. Das heißt, ich laufe jetzt los und mein Camera Boom liegt bei 550, und dann dementsprechend kann ich dann hier drüben mal meine Monster abschießen. Ich gehe hier mal auf Press I und dann kann ich auch schon hier hinein. So, dann gehe ich über mein Boot hier rauf, hier rüber. Dann benötige ich mit der Taste 2 meinen Gravity Boost, dass ich hier hochkomme, und dementsprechend hüpft hier noch einer schön rum. Aber ich glaube, dass der andere hier hinten Probleme machen wird. So, jetzt schauen wir mal, was er tut. Er greift mich an. Und dementsprechend werde ich mich da nochmal drehen. Ja, genau. Und jetzt dreht er das Gesicht in die falsche Richtung. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, weil er läuft dann irgendwie seitlich weiter. Gut, und das werden wir jetzt auch gleich mal korrigieren. Normalerweise werden wir keine 2D-Monster wahrscheinlich in einer 3D-Ebene einsetzen, aber nur des guten Willens wegen sollten wir das trotzdem auch so programmieren, dass man das machen kann. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal, wir haben ja zwei, wir haben diese Turtle Shell als Angreifer und das Moskito, und jetzt mache ich einfach mal dieses BP Turtle Shell an der Stelle mal auf. So, jetzt haben wir hier die Problematik, dass wir hier drin haben, da steht es ja schon, To Do 3D Space, da haben wir hier unsere Find Look at Rotation Geschichte. Und das macht natürlich im 2D-Raum Sinn, weil dann dreht sich der Gegner natürlich immer um 180 Grad wieder zu uns hin, weil wir sind ja auf der Y-Achse fest justiert. So, aber wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja auch ein 3D-Fragezeichen, weil wir ja wechseln zwischen 2D und 3D, und das ist ja in unserem BP Third Person Character fest verankert. Da haben wir diese Geschichte 3D-Fragezeichen. Jetzt, wenn ich sehe, dann können wir es gleich mal in den General-Kategorie schieben, und zwar ebenfalls das Save Location für unsere Teleport Zone, die kommt ebenfalls in General, weil wir die nicht in den Setup Values einstellen, und das Password können wir ebenfalls gleich mal aufräumen, indem wir es in die General Category verfrachten. So, gut, an dieser Stelle haben wir unsere 3D-Geschichte, und wir haben natürlich auch in unserem Monster Master eine Referenz bei On Event Begin Play auf unserem Player. Das heißt, wir haben hier ein sogenanntes Player Ref zur Verfügung. Das bauen wir uns gleich mal auf, rechte Maustaste, Player Ref, und da haben wir es auch schon, Get Player Ref. Und wie du dich erinnern kannst, falls du dich nicht mehr an diese Variable erinnerst, kannst du hier auf das Rädchen gehen und dann auf Show Inherited Variables, und dann werden wir sehen, dass wir hier auch eine Player Ref von unserem Parent Blueprint Monster Master sozusagen zur Verfügung haben. Gut, dann können wir an der Stelle von der Player Ref natürlich unser 3D abfragen mit Get 3D Fragezeichen, und dann würde ich sagen, machen wir den üblichen Weg mit Not Boolean, das heißt, ich mache hier ein Not Bool, und dann, wenn es nicht 3D ist, dann soll es so bleiben, wie es ist. So, dann würde ich sagen, schieben wir alles mal etwas rüber, das heißt, ich markiere mir das und dann nehme ich noch das Stopp-Tick mit dazu und dann ziehe ich das Ganze einfach mal ein Stückchen raus, und dann können wir an der Stelle einfach mal hier rausziehen und einen
Branch mit integrieren. So, dann haben wir hier unseren Branch und dann werde ich diese Geschichten hier einfach mal hier noch mit reinpacken und sagen zum Beispiel, also wenn wir nicht 3D sind, wir sind 2D, wenn das True ist, dann soll es so bleiben, wie es ist. Und wenn es False ist, dann möchte ich diese Find Look-at Rotation Ausrichtung nicht haben. Das heißt, wenn es False ist, gehe ich direkt hinten in Apply Damage hinein. Dann kann ich hier per Doppelklick noch eine sogenannte Reroute Node mit integrieren, damit es ein bisschen sauberer dargestellt wird. Und jetzt passen wir einfach mal noch unsere Geschichten hier an. Das To-Do 3D Space, von dem kann ich mich einfach mal trennen jetzt, weil das haben wir ja erledigt. Das heißt, ich kann hier diese Reroute Node noch ein bisschen paralleler mal gestalten und dann dementsprechend ist das Ganze dann schon implementiert. Das heißt, wenn wir ein 2D-Monster im 3D-Space praktisch aktivieren, dann wollen wir nicht diese Find Look-at Rotation, da müssten wir dann mehr oder weniger den Forward-Vektor, ob der positiv ist oder negativ und so weiter, noch ausrechnen, damit sich das alles hindreht. Ich würde sagen, wir deaktivieren das einfach im 3D-Modus und der Rest bleibt dann so wie gehabt. Gut, dann gehen wir einfach mal auf Compile und Save. Jetzt trenne ich mich auch mal von meinem Sword Pickup und von meiner Anim Viken und dementsprechend gehe ich nochmal auf den Level zurück. Hier lasse ich das laufen und dann möchte ich das Ganze natürlich testen. Jetzt gehe ich mit dem mal weg, bei dem kann man ja nicht wirklich abschießen. Das heißt, ich mache hier mal ein Entfernen und lege mir hier einfach mal so einen Mushroom mit rein, den man ja auch schön schießen kann. So, und ein bisschen hoch die Ende-Taste. Und dann sind wir schon an dieser Stelle. So, gut, dann machen wir hier einfach mal ein Play from here, dann sparen wir uns den ganzen anderen Anlauf. Und jetzt hüpfe ich da aber mal drüber und dann schaue ich mal, wie der da reagiert. Aber wir müssen natürlich die Taste M für 3D drücken, damit wir sehen, ob dieses Turtle sozusagen sich auch dreht, und das tut es in dem Fall nicht, aber es attackiert uns noch und dementsprechend ist das alles dann auch in Ordnung. So, jetzt können wir hier einfach mal auch auf den Mushroom springen und den rüberschießen und dann können wir den Turtle abschießen. Ich denke, das wäre dann soweit schon mal super erledigt. So, dann machen wir nochmal den Komplett-Check, das heißt, ich starte hier durch. Wir haben hier praktisch die Power-Ups, dann haben wir hier hinten sozusagen noch verändert, dass wir hier umschalten auf 135 Grad. Das bedeutet, genau, wir machen hier diesen Schwenk, hier hinten können wir nicht weiter. Hier kommt noch ein Moskito, da müssen wir natürlich auch die Änderung noch einführen. Und wenn wir dann dementsprechend wieder hier sind, an dieser Stelle können wir hier rein in den 3D-Raum und dann einfach mal da rüber springen. Jetzt bin ich leider ins Wasser gefallen, das war zu weit. Gut, dann nehmen wir wieder den Gravity Boost, wir springen hier rüber und jetzt teste ich den da nochmal ab. Der macht jetzt auf jeden Fall keine Find Look-at Rotation. Da haben wir natürlich noch ein Kameraproblem. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen noch, dass wir da was einstellen. Und dann kann ich den sauber abschießen. Gut, dann bekomme ich hier auch noch mein Schwert an der Stelle und dann kann ich hier einfach mal zuschlagen. Aber wie gesagt, die Melee-Geschichten machen wir jetzt im nächsten Abschnitt, genauso wie auch unseren Melee-Trace. Und dementsprechend müssen wir jetzt lediglich noch in unser Mosquito Child das gleiche implementieren. Das heißt, wir schieben uns das hier raus. Wir öffnen die BP Mosquito Child, das schieben wir raus. Und dann werden wir an der Stelle einfach nochmal so einen Branch einführen, damit die beiden Attack-Monster sozusagen dann auch im 3D-Raum eingesetzt werden können. Und jetzt kann ich mir natürlich diese Geschichte von hier einfach mal kopieren. Steuerung C, ich gehe hier rüber, Steuerung V. Und dann kommt das in die Kondition, also wenn es nicht 3D ist, sondern 2D ist, dann soll das so sein. Und dann gehen wir aus dem False hinten ins Apply Damage und dann wie üblich so eine Reroute Node, um das Ganze dann auch ein bisschen sauberer darzustellen. So, ich denke, das ist soweit jetzt klar, ne? Das heißt praktisch, wenn wir im 3D-Raum 2D-Monster einsetzen, dann wollen wir einfach diese Funktionalität ignorieren. Gut, dann gehen wir wieder auf Compile und Save und dann würde ich sagen, das war soweit. Wir haben aktuell praktisch, wir können ins Wasser fallen über unsere Teleport Zone.
Wir können springen, wenn wir jetzt die linke Maustaste drücken, werden wir nicht zuschlagen. Das haben wir abgeregelt über eine Variable und unsere Monster können wir natürlich schön sauber schießen. Hier schalten wir um in 135 Grad Perspektive, hier wieder zurück. Wir haben abgeregelt, dass man da drüber springen kann. Und dementsprechend können wir natürlich jetzt auch mit der Taste E in einen dreidimensionalen Raum laufen. Wir können die Taste 3 drücken für Slow Motion. Das haben wir natürlich auch im Angebot. Genauso wie den Speed Boost, der an dieser Stelle wahrscheinlich ein bisschen unsinnig ist. Und jetzt komme ich hier gar nicht mehr rüber. Das ist jetzt anscheinend vorbei. Jetzt muss ich nochmal da hoch. Jetzt habe ich es aber geschafft. Nein, ich stelle mich jetzt ein bisschen doof an. Okay, dann die Taste 2 für den Gravity Boost. Dann würde ich sagen, werde ich den Pilz nochmal erledigen hoffentlich. Oder auch nicht. Dann springe ich dahinter, dann habe ich mein Schwert und dann kann ich dementsprechend auch zuschlagen. So, gut, dann kann man immer schön ins Wasser fallen, das ist ganz klar. Und hier können wir sterben, falls wir natürlich Energie verlieren. So, okay, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer ein wenig Spaß gemacht und du bist auch einigermaßen gut mitgekommen. Und dann über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.